Willkommen zu dem 5. Teil des Tcl/Squeak Tutorial. Dieses Mal werde ich über den eingebauten Syntaxüberprüfungssyntax sprechen. Andere sehr nützliche Funktion ist die Syntaxüberprüfung. Tcl ist eine Skriptsprache, also es gibt keinen Compiler, der Typen überprüft. Deswegen ist die eingebaute Syntaxüberprüfung schon sehr nützlich, weil man dann eine Möglichkeit hat, schon im Vorfeld Fehler zu entdecken. Und wir fangen auch mit der Prüfung der Klammersetzung. Also schon bei Typen wird, also ich mache jetzt einen kleinen Code, man sieht, soweit ich auf die Klammer gehe, wird die andere Klammer angezeigt. Das geht auch durch die jetzt schreibe ich jetzt irgendwas. Zum Beispiel, wenn ich hier bin, dann weiß er, das ist die passende Klammer dazu. Das geht in beide Richtungen. Die Prüfung, allgemein gesagt, funktioniert erst bei Speichern automatisch. Also wenn ich Akzept drücke, wird vorher auch geprüft. Das ist die Standardeinstellung. Oder ich kann die Prüfung damit vorher aufrufen. Jetzt mache ich einen Fehler, ich lösche eine Klammer, sage prüfen und man sieht, dass es etwas rot markiert ist, eine Klammer. Wenn ich auf diese Klammer mit dem Cursor, mit der rot markierten Stelle mit dem Cursor auffahre, dann in der Statuszeile unten gibt es auch dazu Fehlermeldung und dann auf der rechten Seite, wenn die Methode ganz lang wäre, könnte ich sehen, dass noch weitere Fehler da sind. Also das sind die Anzeige von den Fehlern. Und bei Klammerüberprüfung ist noch, also es wird nicht allgemein gesagt, das stimmt was nicht mit dem Klammer, sondern auch wird versucht zu finden, welche Klammer es sein kann. Also das Programm überprüft zum Beispiel Einrückungen und versucht herauszufinden, wo die Klammer fehlt. Also das wird immer die Klammer, die den Partner nicht hat, immer rot markiert. Aber auch hier wird die obere Klammer hat man vergessen, dann wird die untere markiert. Eine viel spannende Frage als Klammer ist auch die Syntaxüberprüfung. Der Syntaxprüfer, der in diesem Programm aufgebaut ist, ist sehr fortschrittlich. Also es kann sehr viele Sachen überprüfen. Ich zeige nur einen allgemeinen Überblick. Zuerst werden die lokalen Variablen überprüft. Damit die Prüfung funktioniert nicht sofort, also nicht im Hintergrund wie bei Eclipse wäre, sondern man muss die Prüfung selbst auslösen. Entweder indem man versucht zu speichern oder man kann die Prüfung mit diesem Button selbst auslösen. Wenn etwas nicht stimmen sollte, wird diese Stelle rot markiert, wenn man mit dem Cursor drauf fährt. Unten in der Statuszeile wird dann die Fehlermeldung angezeigt, also in diesem Fall unbekannte Variable b. Auf der rechten Seite hier neben der Scrollbalken wird auch ein roter Punkt dargestellt. Also es werden Variablen überprüft, es werden auch die Signaturen überprüft und auch ob die Prozeduren existieren. Also würde ich zum Beispiel String falsch schreiben, dann bekomme ich Fehlermeldung, diese Prozedur ist nicht bekannt, es muss so heißen. Und das bezieht sich auch auf die anderen Elemente. Wenn ich jetzt da was falsch mache, funktioniert nicht. Eine Besonderheit von dieser Syntaxüberprüfung ist, dass man auch nicht nur Anzahl der Parameter prüft, sondern auch was ein Parameter ist. Also würde man hier ein A schreiben, bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich habe ein A bekommen, aber es müsste ein Index sein, da stimmt was nicht. Und interessanterweise funktioniert das nicht nur, wenn man direkt die Variable setzt, sondern auch man kann es so schreiben. Ich rufe jetzt die Prüfung mit dem Button. Auch jetzt wird der Fehler erkannt, weil der Prüfer verfolgt eigentlich die Inhalte der Variablen und weiß, in dieser Variable ist etwas, was nicht nach einer Nummer aussieht.
würde ich hier eine Nummer schreiben, dann passt alles. Zusätzlich wird auch die Parameteranzahl geprüft. Also würde ich jetzt zum Beispiel etwas schreiben, was nicht dazu gehört, bekomme eine Meldung, dieser Parameter wurde nicht erwartet. Das funktioniert nicht nur bei den eingebauten Methoden, aber auch auf die Methoden, die man selber definiert hat. Also zum Beispiel auch die lokalen Methoden. Also wenn ich jetzt was schreibe, mein bar und rufe das mit Parameter, bekomme ich auch einen Fehler, der Parameter wird nicht erwartet. Ich zeige, dass bar hat keinen Parameter. Vielleicht ein Novum für Syntaxüberprüfung in Skriptsprachen ist, dass auch Objektinstanzen verfolgt werden. Also auch wenn ich jetzt ein Objekt mache, das einen Instanz zuordne, dann weiß das Programm, jetzt waren 2 Fehler, diese Methode gibt es nicht. Also es weiß, dass in Variable e eine Instanz der Klasse ist und diese Klasse, diese Instanz kann diese Methode nicht haben. Ja, da wird auch, wenn man jetzt sich da verschreibt bei Parameter, auch sofort ein Fehler gemeldet. Noch eine Sache möchte ich zeigen, das ist auch mit dem Typenüberprüfung. Ich habe eine Methode twice gemacht. Die nimmt eine Variable, multipliziert das mit 2. Also man weiß, man kann etwas multiplizieren, wenn das eine Nummer ist. Ja, wenn ich jetzt das so schreibe, ja, bekomme ich eine Fehlermeldung, weil die Syntaxprüfung weiß, da muss eine Nummer stehen. Und so, eigentlich die Syntaxprüfung prüft nicht alles, sondern hat intern eine Datenbank mit allen Signaturen und vergleicht das ständig. Also auf diese Weise kann diese Prüfung gemacht werden. Noch ein Hinweis zum dem Syntax-Checking oder Syntaxüberprüfung in dem Programm ist, dass man diese Syntaxüberprüfung nicht vergleichen kann mit dem, was bei Kompilieren der streng typisierten Sprachen wie Java oder C++ passiert. Es ist eigentlich nur ein Hinweis, dass etwas problematisch sein kann. Es ist auch parallel zu dem Programm gemacht. Also es verhindert am Ende nichts. Also das Programm kann auch mit ausgeführt und gestartet werden. Eine Sache, die man beachten kann, das ist, wenn man jetzt eine Methode hat, die so eine Stelle hat, die mit dem Hinweis auf Fehler produziert worden ist. Wenn man das abspeichert, bekommt man erstmal den Hinweis, es wird nicht abgespeichert, aber man kann es übereinstimmen. Also man kann, da ist ein kleiner Hinweis unten, wenn man sagt, nochmal akzeptieren, dann wird das trotzdem abgespeichert. Und wenn ich jetzt zurück die Methode anzeige, wird dieser Fehlerhinweis immer da sein. Allerdings, diese Fehlerhinweise werden nicht zwischengespeichert, sondern der Syntax-Checker wird eigentlich immer bei der Anzeige der Methode einmal gemacht, also einmal läuft es durch. Diese Hinweise werden produziert und auch dann, wenn man die Methode abspeichert. Und dazwischen wird nichts gespeichert. Das kann auf die Dauer nervig sein. Ja, man kann in speziellen Fällen solche Überprüfung ganz abschalten mit einem speziellen Kommentar. Ja, jetzt mache ich wieder akzeptieren. Ja, dadurch, wenn die Syntaxprüfung so eine Zeichenkette, einen magischen Satz findet, dann wird die Syntaxprüfung unterdrückt, also werden keine Ergebnisse da gezeigt. Das kann man gezielt nur für eine Zeile machen, indem man einen Kommentar zu der Zeile hinzufügt.
Ja, ich mache jetzt eine andere fehlerhafte Zeile, ja, eine Methode, die es nicht gibt. Ja, dann ich bekomme nur Fehler zu dieser Methode. Die Prozedur wurde nicht gefunden. Allerdings, diese Situation wird nicht als Fehler dargestellt. Ja, jetzt habe ich jetzt auch ein Beispiel gewählt, wo, ja, ich erzähle das vielleicht nochmal. Ja, das ist eine typische Situation, wo es ein Fehler sein kann, aber nicht sein muss. Das könnte ein Fehler sein, wenn man jetzt statt Methoden Variablennamen Variablenwert benutzt. Könnte ein typischer Anfängerfehler sein. Allerdings ist das auch eine legitime Artikeltechnik, sowas anzuwenden. Damit der Anfänger auch eine Chance hat, das als Fehler zu erkennen, wird das als Fehler dargestellt. Aber man kann das auch übereinstimmen. Und deswegen sind diese Syntaxhinweise mit Vorsicht zu genießen. Also wenn man sicher ist, da ist kein Fehler, dann kann man das gezielt abschalten. Es gibt auch andere spezielle Kommentare, die die Syntaxprüfung steuern. Die werde ich jetzt aber nicht zeigen. Das war vorläufig der letzte Teil des Squeak Tutorials. Ich würde mich auf die Rückmeldungen freuen, auf die Fehlerhinweise, und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Anwendung. Bis zum nächsten Mal.